Service bei Joying, diesen chinesischen Hersteller. Servicewüste oder ein Traum? Das checken wir heute. Ich habe tatsächlich einen Servicefall mit einem von meinen Joying-Radios. Es ist sogar das Radio, was ich im Smart verbaut habe, also dieses 11,6 Zoll Joying, das große Ding, was so aussieht wie ein Tesla-Bildschirm. Das ist mir tatsächlich kaputt gegangen. Beziehungsweise, was ist kaputt gegangen? Der Bildschirm leuchtet nicht mehr. Wenn man genauer hinguckt, sieht man, dass die einzelnen Sachen auf dem Display noch drauf sind, aber die Hintergrundbeleuchtung ist kaputt. Dementsprechend kann man das Teil nicht mehr nutzen. Wenn man auf dem Display drauf rumtippt, kommen noch Pieptöne raus. Das heißt, der Touch funktioniert. Kabel ist auch soweit noch in Ordnung. Aber halt wirklich diese Hintergrundbeleuchtung. Jetzt ist es so, dass das Display, ja, ich sag mal, fast 2 Jahre alt ist. Das heißt, Garantieansprüche, schwierig. Garantieansprüche in China. Ich war sehr gespannt, wie gut das funktioniert oder wie schlecht. Theoretisch gibt es Sachen auf der Seite von Joying selber, die schreiben nämlich über eine Garantie. Wenn wir nämlich auf die Joying-Seite gehen und unten unter Garantiebedingungen und Rücksendung haben wir hier tatsächlich einen Fall, wo ich in Fall 4 auftauche, weil ich ja schon über 30 Tage drüber bin. Und sie akzeptieren Reparaturen und man muss aber die Shipping Costs zahlen. Hier steht jetzt nicht drin, wie lange die das machen. Das heißt, vielleicht sind die 2 Jahre auch gar kein Problem und ich kann es auch nach 3 Jahren machen oder so. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, schreibst sie mal an und guckst, was passiert. Wenn ich sage, schreib sie mal an, ist es im Fall von Joying bzw. aus Europa, aus Deutschland ist es die E-Mail-Adresse europe@joyingauto.com und in der Regel antwortet ein oder eine sogenannte Candy. Ob es eine oder mehrere Candies gibt, kann ich nicht sagen. Mir kommt es zumindest so vor. Ihr werdet sehen, warum. Zum Glück hatte ich noch einen Bildschirm von einem Kollegen da, womit ich halt eigentlich eindeutig rausstellen konnte, dass es halt das Display ist, was kaputt war. Ich konnte ja einfach das Display tauschen. Das andere Display funktionierte am Radio, also war mir klar, dass es das Display ist. Also habe ich an besagte E-Mail-Adresse eine E-Mail geschrieben, wo ich gesagt habe, hey, mein Bildschirm ist kaputt, ich habe das schon mal ausprobiert mit einem anderen und habe da ein Video zugehängt. Das Video gucken wir uns mal an. Das ist erstmal das funktionierende Display. Dann habe ich das Radio ausgemacht. Habe versucht mit einer Hand das Display zu tauschen. Das Radio wieder angemacht. Und wir sehen, man kann drauf rumtippen, man sieht aber nichts. Ich habe halt gefragt, ich habe gesagt, ich habe das und das Radio, ich habe das dann und dann gekauft und ob es möglich ist, das zu reparieren. 2 Tage später, morgens früh um 9, kam dann die erste Antwort von dem sogenannten Candy. Er hat gesagt, hallo, ich bin Candy. Bitte gib mir erstmal die Order Number, weil bei Joying kriegt man quasi keinen Support, ohne irgendwas bei denen gekauft zu haben. Heißt, wenn man tatsächlich irgendwie gebraucht von eBay oder so wie was kauft und nicht die Ordernummer von Joying hat, dann kriegt man auf jeden Fall schon mal schwieriger Support von denen. Ich also meine Ordernummer genannt, die halt von Ende Januar 2021 war. Daraufhin hat er gesagt, okay, er hat nochmal Rückfragen gestellt zu dem Video, dass das andere Display von meinem Kollegen ist und das funktioniert und ich soll es bitte nochmal versuchen zu resetten. Habe ich natürlich das Radio nochmal resettet
und dem Candy nochmal ein Foto beigefügt, wo man sieht, dass die Hintergrundbeleuchtung eindeutig kaputt ist, weil man erkennt Teile auf diesem Bildschirm, aber ja, von hinten ist halt nichts beleuchtet. Einen Tag später, am 22. habe ich dann die Antwort von Candy bekommen. Er hat sich mit einem Engineer auseinandergesetzt und es ist ganz klar, dass der Bildschirm ist kaputt und sie würden den tauschen, ob das okay für mich ist. Ich war schon sehr, sehr verwundert und dachte mir so, klar, mach, bin ich dabei, tausch. Das war ein bisschen zu früh gefreut, weil im Endeffekt ging es jetzt natürlich los. Joying bzw. Candy wollte einmal Geld von mir haben. Candy wollte insgesamt 100 Euro von mir haben, 30 Euro Versand für das neue Display und 70 Euro Kaution, dass ich das alte Display auch wieder zurückschicke. Ich weiß nicht, was die mit einem kaputten Display machen wollen, weil ich kann mir schwer vorstellen, dass die da jetzt irgendwie das Backlight-Panel reparieren wollen. Aber das Problem daran ist, wenn ich jetzt 100 Euro dahin schicke und dann das Display auch noch dahin schicken muss, entstehen mir durch den Versand des Displays nach China natürlich noch zusätzlich Kosten. Und da habe ich denen halt geschrieben, so, ja, 30 Euro für den Versand ist kein Problem, aber ist es denn nicht möglich, irgendwie das Display nach Europa zu schicken, weil der Versand nach China ist sehr, sehr teuer. Was? Der Versand nach China ist so teuer? Gibt es keinen günstigeren Weg? Nein. Und dann hat er geschrieben, er oder sie, okay, dann geben wir dir eine Adresse in der EU. Habe ich mir gedacht, okay, Adresse in der EU, normalerweise EU kostet ein Paket in der EU 15 Euro. Heißt, wenn ich 30 Euro für den Versand zahle und 15 Euro für den EU-Versand zurück, dann bin ich bei 45 Euro. 45 Euro für ein neues Display ist in Ordnung. Also habe ich, so wie Candy meinte, zweimal die 50 Euro Joying-Fee überwiesen per PayPal. Habe einmal bestätigt, dass ich das überwiesen habe. Am 24. war es dann soweit. Ich habe eine Mail bekommen. Geld ist da. Wir schicken den Spaß jetzt raus. Ich war soweit zufrieden und ich war jetzt geduldig, wie lange so ein komisches Päckchen aus China halt dauern kann. Normalerweise ist man ja tatsächlich gewöhnt, dass wenn man was bei Joying bestellt, das halt irgendwie aus Deutschland kommt, innerhalb von 2 Tagen da ist. Ist bei diesem Päckchen tatsächlich nicht gewesen. Am 2. Dezember habe ich dann eine Tracking-Nummer bekommen. Und in dieser Tracking-Nummer konnte man halt relativ gut sehen, dass das Päckchen schon recht lange unterwegs war. Heißt, in dieser Tracking-Nummer konnte man sehen, dass das Päckchen schon am 25., also quasi einen Tag nach Geldeingang, angewiesen wurde und am 29. November abgeholt wurde. Dann ging es halt erstmal ins Flugzeug, aus dem Flugzeug raus und so weiter und so fort. Und im Endeffekt ist das Display dann am 9. Dezember angekommen. Am 9. Dezember ist das Display angekommen, ich habe es ausgepackt, direkt angeschlossen, funktioniert, alles super. Ich also glücklich, wie immer, Candy geschrieben, hey, es ist angekommen, vielen Dank. Natürlich habe ich auch gefragt, wo ich denn jetzt mein kaputtes Display hinschicken soll. Am 12. Dezember schrieb Candy mir dann, dass ich das Paket doch bitte nach China schicken soll. Und beim Versenden unbedingt darauf achten soll, dass nicht mehr als 20 Euro Wert angegeben werden, weil ansonsten die Zollgebühren zu hoch werden. Zusätzlich sollte ich dann halt auch eine Tracking-ID schicken, damit er weiß, wann er das Teil bekommt. Wir erinnern uns, ein paar Tage vorher hat er mir versprochen, eine EU-Adresse zu schicken. Da bin ich dann natürlich erstmal nicht drauf eingegangen und habe gefragt so, hey, wir haben doch geschrieben, du wolltest mir eine EU-Adresse schicken, weil das ist dann sonst zu teuer. Als Antwort kam irgendwie Déjà-vu die Frage, was es denn kosten würde. Also schon wieder gesagt, ja, hier, wir haben da doch schon besprochen, das kostet nach China ca. 45 Euro. Und daraufhin hat sich die Strategie dann geändert. Joying wollte das Display nicht mehr und wollte mir von den 70 Euro Kaution dann 40 Euro zurückgeben und dann könnte ich das Display behalten.
Gut, was soll ich mit einem kaputten Display? Ich kann damit definitiv nichts anfangen, außer es mir an der Wand zu hängen. Außerdem 40 Euro, das heißt, wäre mehr oder weniger gleich entsprechend mit 30 Euro Versand. Also ich habe ja eigentlich mit 15 Euro Versand kalkuliert, damit ich insgesamt mal 45 Euro komme. Habe ich also geantwortet, dass mir 40 Euro zu wenig sind und dass ich gerne 55 Euro zurückhaben würde, weil das dann halt entsprechend den 15 Euro Versand nach EU-Inland bedeuten würde und dass sie mir das Geld doch bitte an mein PayPal-Account zurückschicken sollen. Ebenso habe ich gefragt, was denn jetzt mit der EU-Adresse ist, weil die wurde mir ja versprochen. Antwort am 13. Dezember. Die EU-Adresse kann nur komplette Pakete, das heißt Radio mit Display annehmen und kein einzelnes Display. Ich frage mich so ein bisschen, was das dann für eine Adresse ist, aber okay. Und das Handeln ging weiter. Anstatt mir 55 Euro zurückzugeben, hat er vorgeschlagen, 50 Euro zurückzuschicken. Ich hatte ehrlich gesagt keine Lust mehr auf das Spiel. Ich habe gesagt, okay, 50 Euro sind fein. Habe ich nochmal 5 Euro mehr dafür investiert als ursprünglich geplant. Bin jetzt mit 30 Euro Versand. Ich habe 50 Euro zurückbekommen von meinen 70 Euro. Heißt, ich habe insgesamt 50 Euro für das Display, für das neue Display bezahlt. Ich sag mal, nach 23 Monaten Nutzung, 50 Euro für ein neues Display in 11,6 Zoll, finde ich einen akzeptablen Deal. Wenn ich vorher nicht gefragt hätte, ob ein Versand in die EU möglich wäre, hätte ich das vielleicht nicht geschafft. Deswegen, wenn ihr irgendwie sowas habt und euch auf einen Deal einlasst, dann probiert tatsächlich diesen EU-Deal und sagt einfach, okay, das ist da sehr, sehr teuer. Auch die 45 Euro, die ich ihm genannt habe, waren ein bisschen teurer, als die DHL es gekostet hätte. Aber wer weiß. Die Rückerstattung funktionierte relativ schnell. Heißt, am gleichen Tag hatte ich noch die 50 Euro zurückbekommen. Habe mich sehr bedankt und ja, Candy hat dann auch nochmal gesagt, Dankeschön. Das ist jetzt im Endeffekt die Service-Story von Joying. Zusammenfassend, von der Anfrage auf Reparatur bis das Display da war, hat es circa einen Monat gedauert. Also 11. November bis zum 9. Dezember. Das Teil kam gut verpackt an. Das Teil funktioniert. Wirklich, also es ist jetzt auch kein gebrauchtes gewesen oder so. Das sah wirklich aus wie ein neues Gerät, was irgendwie aus dem Karton geholt wurde. In der Kommunikation fühlt man sich schon ein bisschen wie auf dem Bazar. So von wegen, ja, ich gebe dir 40 Euro, nee, ich will 55 Euro, okay, dann gebe ich dir 50 Euro. Schon ein bisschen wie auf dem türkischen Bazar. Aber es hat soweit funktioniert. Alle sind nett und freundlich geblieben. Und im Endeffekt, ich hatte eine Tracking-Nummer, ich wusste, wann das Teil ankommt. Ich habe jetzt wieder ein funktionierendes Radio. Und die Frage ist halt, wie geht Joying jetzt mit anderen Fällen um? Das heißt, wenn das Radio kaputt ist, wenn das Radio nicht mehr startet, wenn das Radio dauernd neu startet, wenn der Touch nicht funktioniert. Also jetzt war es relativ eindeutig, dass es kein verursachter Schaden war, also so ein Hintergrundbeleuchtung crashen, ein bisschen schwierig. Aber es hat in dem Fall wirklich gut funktioniert. Das heißt, probiert es auf jeden Fall aus, wenn ihr was habt. Es ist sicherlich nicht zu vergleichen mit einer 2-Jahres-Garantie, die ihr in Deutschland kriegt. Das heißt, Amazon nach 23 Monaten, mein Bildschirm funktioniert nicht mehr und dann sagen sie, ja, wir schicken dir ein neues und dann kannst du das zurückschicken oder du kriegst dein Geld zurück. Gibt es natürlich nicht. Die Preise von den Joying-Geräten sind natürlich schon relativ hoch. Das heißt, da würde ich mir schon Service wünschen. Der Service wurde an der Stelle erbracht. Wenn das jetzt nicht ein einzelnes Display wäre, was man separat tauschen kann, sondern eine komplette Radioeinheit, hätten sie sich wahrscheinlich nicht mit dem, okay, den Behalt, den Spaß zufrieden gegeben. Oder vielleicht doch, weil ich glaube nicht, dass die irgendwas reparieren. Ich glaube, die tauschen nur aus. In dem Sinne hoffe ich, dass euch meine Erfahrung im Service vielleicht etwas geholfen hat. Vielleicht könnt ihr mit dem Versand in die EU oder sonst irgendwas noch ein paar Euro sparen.
Ansonsten, wenn ihr Fragen habt oder sonst irgendwie was, schreibt es in die Kommentare und ich freue mich auf eure Anmerkungen. Dankeschön, bis zum nächsten Mal.